Bevor wir hier ins Thema starten, hätte ich mal gerne von euch gewusst, ob ihr Infinity N4 oder Code One spielt, und schreibt uns das bitte gerne in die Kommentare. Ich möchte da einfach mal ein bisschen einen Überblick bekommen, inwieweit Code One überhaupt gespielt wird. Ich habe ein bisschen so den Eindruck, dass man doch in erster Linie N4-Spieler findet. Damit Servus zusammen und willkommen zum heutigen Infinity-Video. Ich möchte hier einfach ein paar Informationen weitergeben an euch, wenn es darum geht, mal die ersten Überlegungen anzustellen beim Aufbau von Armeelisten bzw. Tipps, wo ihr interessante Informationen finden könnt, die ganz wichtig sind für eure Armeezusammenstellungen. Dazu bin ich hier gleich mal auf Google gegangen und habe in die Suche Infinity Army eingegeben. Da bekommen wir auch gleich als ersten Eintrag Infinity Army 7. Da klicken wir drauf und kommen so zum Army Builder für Infinity. Dieser Army Builder beinhaltet beides, sowohl zu N4 als auch Code One. Das sehen wir hier auch hier unten am Infinity Army Logo. Wird euch das alleine angezeigt, befindet ihr euch im Modus für N4 und habt oben die Auswahl der einzelnen Fraktionen, die ihr spielen könnt. Und wenn ihr hier auf die 3 Punkte ganz rechts oben klickt, dann wird hier die Ansicht gewechselt und wir können hier hin und her schalten zwischen N4 auf der linken Seite und Code One rechts. Was wir auch auswählen werden, das sehen wir auch gleich. Es wird hier unten neben Infinity Army noch das Code One Logo mit angezeigt. Und eben auch oben sind es ein bisschen weniger Fraktionen geworden, da bei Code One ja nicht jede einzelne Fraktion leider spielbar ist. Ist aber auch irgendwie nicht so schlecht, da es das für den Einstieg ein bisschen einfacher macht. Von dort gehen wir jetzt gleich mal weiter zu den Fraktionen. Ich werde hier O12 auswählen und wir werden uns auch den Army-Builder gar nicht so sehr im Detail ansehen, sondern ich möchte den Army-Builder nutzen, um euch so ein paar Informationen hier mitzugeben. Nur als kurzer Überblick, was ihr hier auf der linken Seite sehen könnt, wo ich gerade durchscrolle, das sind die verschiedenen Armeelisteneinträge, die wir hier bei O12 zur Verfügung haben, bei Code One. Und sollten wir zum Beispiel auf die Kappa Unit klicken, dann wird hier uns das Profil geöffnet mit eben den Profilwerteinträgen, dann welche Order das generiert wird und auch sämtlichen verschiedenen Waffenoptionen und eben auch Hacker, Paramedic oder Lieutenant, was uns eben alles hier bei der Kappa Unit zur Verfügung steht. Und zusätzlich haben wir noch dieses zweite Fenster hier auf der rechten Seite. Das ist aktuell bei uns noch leer und dort werden dann sämtliche Einheiten angezeigt, die wir aktuell in unsere Armeeliste bereits aufgenommen haben. Wie gesagt, ist bei uns aktuell noch leer, da wir ja noch nichts in der Armeeliste haben. Als nächstes Thema ganz interessant ist hier oben bei diesen Punkten, bei diesen Buttons auf der rechten Seite, da haben wir diverse Auswahl. Was hier ganz interessant ist für den Anfang, ist mal die Weapons Chart. Wenn wir darauf klicken, dann wird hier diese Weapons Chart eben geöffnet, wo wir sämtliche Armee-Waffeneinträge haben. Aktuell eben für Infinity hier ausgewählt, also die komplette Liste, die es an Waffen gibt bei Code One, mit eben Waffennamen, dann den Reichweiten, auch hier ganz schön angezeigt in farblicher Codierung zusammen mit eben dann den Modifikatoren beim Schießen, die man bekommt auf die jeweilige Reichweite, wo man auch schon sieht, grün ist +3 bzw. +6, 0 Modifikator ist blau und dann gelb bzw. rot, wenn es in den Minusbereich geht. Ist ganz wichtig bei der Armeezusammenstellung auch genug verschiedene Waffenmöglichkeiten dabei zu haben, um eben alle möglichen Reichweiten abzudecken. Und dadurch, dass das hier so schön farblich gekennzeichnet ist, hat man auch hier einen sehr schönen Überblick.
und zusammen natürlich auch mit den restlichen Einträgen zu den Waffen, wie eben Damage, dann Burst, also wie viele Würfel man werfen darf, wenn man mit der Waffe feuert, welche Munition verwendet wird, also auch darauf dann bezogen, welche Änderungen es eventuell beim Rüstungswurf gibt für den Gegner und auch die weiteren Informationen, ob der Gegner eben dann einen Armor oder einen BTS-Roll machen muss. Auch das ist hier alles mit angegeben und zum Beispiel noch Zusatzinformationen wie hier bei der Boarding Shotgun im Blast Mode, dass hier eine Direct Template Waffe ist, die Small Teardrop Schablone verwendet. Auch das alles hier schön auf einen Blick. Auch das können wir wieder verschieben, wenn wir das möchten, um uns die verschiedenen Sachen hier schön selbst einzurichten und alles im Blick zu haben. Was hier bei der Weapons Chart vielleicht noch interessant ist, man kann auch hier auf die Faction umschalten. Dann sieht man sämtliche Waffen, die einem in unserer Fraktion hier zur Verfügung stehen. Da sieht man schon, sind wesentlich weniger Waffen geworden. Und würde man auf die Liste dann umschalten, was wir hier aktuell noch nicht können, dann würde man eben sehen, welche Waffen man bereits in seiner Armeeliste dabei hat, um so ein bisschen auch einen Überblick zu haben, eben bezüglich der Waffen und Waffenreichweiten, wie ich eben vorhin gemeint habe, um alles möglichst gut abdecken zu können. Aus diesem Grund wollen wir hier auch gleich mal starten. Wir bleiben mal bei der Kappa Unit. Für den ersten Eintrag wählen gleich den ersten Eintrag hier mit der Kombi Rifle aus und wie wir sehen, jetzt haben wir auch einen Eintrag hier in unserer Armeeliste mit dem Kappa mit Kombi Rifle, mit den Punktkosten, die man hier aktuell ausgegeben hat. Und wir hätten hier jetzt auch die Möglichkeit, auf die Liste umzuschalten in der Weapons Chart und würden hier jetzt sehen, mit diesem Kappa haben wir jetzt die Einträge bekommen für die Kombi Rifle, für Discover, was auch jede Unit machen kann und eben auch eine Pistole, die diese Einheit eben mit dabei hat und sehen hier schon ganz schön auf einen Blick. Wir sind hier sehr gut in 0 bis 8 Zoll aufgestellt, was die Waffen anbetrifft, beziehungsweise auch mit Discovern. Und die Kombi Rifle geht schon auf 16 Zoll noch mit einem Modifikator auf +3. Alles andere fehlt uns natürlich aktuell hier noch. Was noch vielleicht aufgefallen ist, wenn ihr hier drüber habert über die verschiedenen Waffen, dann werden hier die Reichweiten oben hervorgehoben. Wenn man zum Beispiel schaut, die Kombi Rifle, da ist bis 0 bis 16 +3, also ist der 8er ausgegraut, der eigentlich nicht relevant ist. Gehen wir hier runter auf Discover oder Pistol, dann ändert sich das je nach Reichweitensituation der jeweiligen Auswahl. Noch ganz interessant hier mit diesem ersten Eintrag in unserer Mailliste hat sich hier jetzt auch dieses Symbol hier gezeigt, ein rotes X. Wenn wir hier darauf klicken, wird dieses Checked List aufgemacht, wo hier schon uns angegeben wird, wieso die Liste nicht gültig ist. In unserem Fall steht hier, there is no Lieutenant. Klarerweise haben wir noch keinen ausgewählt. Das müssen wir also noch nachholen. Sollten wir jetzt hier bei den Kappa Units bleiben und uns den Lieutenant auswählen als zweiten Eintrag, sehen wir hier, nachdem dieser übernommen wurde in unsere Armeeliste, auch, dass hier das Symbol jetzt grün geworden ist. Also unsere Liste ist korrekt, kann also so legal im Spiel nun eingesetzt werden. Natürlich fehlen uns noch einige Punkte, um die Armeeliste voll zu bekommen, aber an und für sich, solange dieses grüne Symbol hier aufscheint, ist die Liste legal spielbar. Und wenn wir hier jetzt zum Beispiel auch weiterschauen, ist, wie gesagt, wir wollen hier noch keine richtige Armeeliste zusammenbauen, sondern nur mal ein paar so Listentipps. Und daher gehen wir hier jetzt auf die Heavy Machine Gun, fügen uns diese hier hinzu, ändert sich natürlich wieder, die Liste ist nach wie vor legal. Aber was sich hier geändert hat, ist unsere Weapons Chart für unsere Liste, denn hier ist jetzt die Heavy Machine Gun dazugekommen. Und hier, wie ich vorhin eben meinte, haben wir jetzt
den sehr schönen Überblick, dass diese Waffe auf die kurzen Reichweite bis 8 Zoll nicht so gut performt mit -3 Modifikator, dafür aber im Bereich von 16 bis 32 Zoll plus 3 Modifikator beim Schießen bekommt. Und wie wir hier sehen, haben wir damit auch diese Reichweite jetzt abgedeckt, die wir bisher ja mit diesem Modifikator, mit einem positiven Modifikator, noch nicht dabei in unserer Liste hatten. Und genau auf diese Art und Weise könnt ihr euch jetzt mit den Armeelisteneinträgen beschäftigen und eure Armeeliste zusammenstellen. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel auf die Lynx-Unit gehen, dann haben wir auch hier wieder die Änderung des Einheitenprofils, das uns jetzt angezeigt wird, eben zu dieser Einheit. Und hier sehen wir auch schon ein paar Special Skills jetzt dabei mit Surprise Attack -3, Camouflage oder auch Mimetismus -6. Könnte vielleicht etwas sein, das man in der Liste haben möchte, was wir ja bisher noch nicht haben. Und dann eben einen Sniper oder eben die Marksman Rifle, die uns hier zur Verfügung stehen würden. Auch hier mit Minen zum Beispiel in 2 verschiedenen Ausführungen. Jetzt können wir zum Beispiel den Sniper anklicken, in unsere Liste aufnehmen. Wir sind noch immer in einer legalen Liste unterwegs und haben jetzt im Weiteren wieder in unserer Armeeliste in der Weapons Chart die Einträge für die Multisniper Rifle dazu bekommen und sehen hier, wir haben hier verschiedene Modi, die wir verwenden können bei dieser Waffe und mit einer sehr schönen Reichweite auf 16 bis 48 Zoll mit +3 auf unseren Beschussmodifikator. Und das macht eben alles zusammen den Army-Builder auch zu so einer so schönen Anlaufstelle. Da, wenn wir jetzt eben weiterschauen, zum Beispiel die Delta-Unit, dann haben auch wir hier wieder die Informationen, dass diese Unit Parachute ist und Combat Jump als Special Skills dabei hat und wieder die verschiedenen Armeelisteneinträge. Somit kann man auch hier wieder ganz interessant alles im Blick haben in Bezug auf Waffenreichweiten. Zum Beispiel, wenn wir die Boarding Shotgun hier dazu nehmen, dann sehen wir hier schon, diese hat hier eben jetzt diese Small Teardrop als Schablone dabei im Blast Mode oder eben im Hit Mode hätten wir sogar +6 Modifikator auf 0 bis 8 Zoll. Also auch hier vielleicht die Überlegung in Bezug darauf, was wir bisher an Waffen dabei haben, könnte sich das vielleicht ganz gut eignen für unsere Armeeliste. Und was wir hier noch sehen, zum Beispiel hier in Klammern beim Armeelisteneintrag, denn in unserer Liste oder auch in der Auswahl, die es hier gibt, im Armeelisteneintrag der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, haben wir hier den Doktor ausgewählt. Also auch das ist vielleicht etwas, das man hier in Betracht ziehen sollte, einen Doktor einzupacken, um die Einheiten, die bewusstlos sind, eventuell wieder zurück ins Spiel zu bringen. Auch eine weitere Überlegung, die man hier auf alle Fälle anstellen sollte, als neuer Spieler auch immer einen Doktor mit einzupacken. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, das möchte ich jetzt als letzten Tipp noch mitgeben. Als ich hier über den Special Skill drüber gefahren bin, ist dieser hervorgehoben worden. Und solltet ihr hier jetzt auf diesen draufklicken, dann werdet ihr hier automatisch zum Wiki weitergeleitet, wo ihr euch den Special Skill dann eben durchlesen könnt, was euch dieser bringt. Und das ist ganz schön, weil da auch immer FAQs und Erratas mit eingepflegt sind, wo man ganz schnell und einfach über den Army-Builder eben auf diese Informationen kommt. Und das funktioniert übrigens nicht nur bei der Web-Variante, die ich hier gerade geöffnet habe, sondern auch bei den Varianten, die ihr zum Beispiel im Google Play Store für Android findet. Dort gibt es eben auch die Infinity Army App. Die sieht ein klein wenig dann anders natürlich aus, hat aber auch die gleiche Möglichkeit und dort könnt ihr eben auch auf diese Skills zum Beispiel drauf tippen und kommt dann ebenfalls wieder zum Wiki, wo ihr euch die Detailinformationen zu der jeweiligen Regel dann durchlesen könnt und wie diese funktioniert. In einem der nächsten Videos werden wir uns vielleicht mal
so eine ganze Armeeliste zusammenstellen mit der Betrachtung eben, was wir so alles an Möglichkeiten haben, vielleicht an Skills mitnehmen möchten oder auch bezogen auf die Bewaffnung oder eben auch Hacker und solche Dinge. Wenn euch sonst noch irgendetwas interessant vorkommt, was ihr gerne sehen möchtet in einem Video, dann schreibt auch das bitte gerne in die Kommentare. Oder natürlich würde es auch helfen, wenn ihr diesem Video hier einen Like gebt. Oder falls ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal einfach abonniert, um dann die Videos auch nicht zu verpassen, sobald diese dann online kommen.